Ja, so wird der Tee dann traditionellerweise serviert in einer Schüssel. Und in der Inneren Mongolei gibt es die geröstete Hirse. Und diese Hirse gibt man dann einfach oben ein bisschen drauf. Zum Frühstück essen wir das immer. So, ich habe hier jetzt einen Induktionsherd. Ich habe das jetzt auf die Stufe 6 oder 7 gestellt. Und was wir als erstes machen, ist den Reis, das ist ganz normaler Jasminreis, anzurösten. Man muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Wir wollen ja nicht, dass der Reis halt verbrennt. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es soll auf jeden Fall ein Röstaroma bekommen. Und deswegen ist es sinnvoll, halt die ganze Zeit da am Herd zu bleiben. Gerade bei Induktion bin ich immer sehr vorsichtig. Man sieht so an ein paar Stellen, poppt das schon so auf wie beim Popcorn. So, wenn das so einigermaßen gelb wird, goldgelb, und es auch schon so geröstet duftet, dann reicht es auch für unser Tee-Aroma. Dann gießen wir etwas über 1 Liter Wasser drauf. Also ich habe jetzt hier ungefähr 1,3 Liter. So, dann stelle ich die Hitze auf die größte Hitze, also auf die höchste Stufe. Und jetzt tue ich diesen Klassik-Teebeutel einfach hier rein. Dann gebe ich 1 Teelöffel Salz, also der ist nicht gestrichen, so auch nicht ganz gehäuft, so mittelgehäuft, hinein. Dann warte ich erstmal, bis der Tee aufkocht. In der Zwischenzeit habe ich jetzt eine Tasse Milch vorbereitet. Das ist einfach Vollmilch mit einem Fettanteil von 3,5 oder 3,8%. So, der schwarze Tee mit dem Reis ist jetzt aufgekocht. Ich kann jetzt noch mal vielleicht 1-2 Minuten köcheln lassen, damit der Reis auch gar wird. So, nach einer Zeit gebe ich jetzt die Milch hinzu. Und dann lasse ich das Ganze nochmal aufkochen. So, man sieht also, es bildet sich Schaum ganz oben. Den kann man eigentlich einfach drin lassen. Wer mag, kann den natürlich auch abschöpfen. Jetzt, wo das Ganze kocht, kann man den Herd ausmachen und den Deckel drauflegen und das Ganze einfach jetzt ein paar Minuten ziehen lassen. Ja, und wem das Ganze zu viel Aufwand ist, der kann eine Abkürzung nehmen. Es ist ganz einfach, ich habe so eine Kanne. Ich habe den Tee auch ganz oft im Büro getrunken mache das immer noch, und ich habe dann einfach die Kanne gefüllt mit Wasser, dann einfach den Teebeutel hier reingegeben, 1 Teelöffel Salz reingegeben. Und dann lässt man das so ein bisschen ziehen. Man kann natürlich auch nochmal mit einem Stäbchen, also nicht mit einem Metallteil, sondern mit einem Holzteil, da einfach umrühren, damit der Tee durchgerührt wird. Und dann gibt man einfach dem Ganzen die Milch hinzu, obendrauf einfach. Natürlich kann man auch die Milch dann in die eigene Tasse noch reintun. Ja, fertig. Ja, so einfach ist die faule Variante. Und traditionellerweise trinkt man dann den Milchtee aus einer Schale. Das zeige ich euch jetzt auch noch.
So, wenn er jetzt gezogen ist, kann man dann einfach eine Kelle nehmen. Den Reis kann man mitnehmen. Man kann aber einfach auch oben die Schicht nehmen, ohne Reis. Und der Milchtee wird dann so serviert. Ja, so wird der Tee dann traditionellerweise serviert in einer Schüssel. Und in der Inneren Mongolei gibt es die geröstete Hirse. Und diese Hirse gibt man dann einfach oben ein bisschen drauf. Und das kann man dann herauslöffeln. Kann man als eine ganze Mahlzeit essen. Zum Frühstück essen wir das immer oder trinken wir das immer. Und ansonsten auch zwischendurch für die Kinder ist das auch so ganz gut. Manchmal, wenn wir dann in der Inneren Mongolei sind und die Kinder haben Hunger, dann essen die halt eine Portion Hirse mit Milchtee. Und das ist auch manchmal Ersatz für ein Abendessen, ne? Also es gibt noch diesen getrockneten Käse, den tue ich einfach hier rein, aber eigentlich braucht man das nicht und man kann es auch hier nicht kaufen. Von daher, lasst es euch schmecken. Ja, checkt gerne noch meine anderen Rezepte aus. Ich habe hier noch ein paar mongolische Rezepte parat. Also probiert die mal aus und vielen Dank fürs Anschauen. Ciao, ciao!